Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation der H&H-Kollektion 2022. Pauline und ich werden euch gleich viele neue Designs auf ganz unterschiedlichen Qualitäten, zum Teil sehr neuen Qualitäten, im Hintergrund seht ihr auch schon einiges, präsentieren. Das Besondere ist diesmal, dass ihr einmal die Möglichkeit habt, vor Ort in Köln zu ordern, euch die Modelle in Live anzuschauen, vom 18. bis zum 20. März. Das ist die Halle 11.1, Stand H4G3. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, zeitgleich online zu bestellen, und zwar ebenfalls vom 18., also da starten wir auch an dem Freitag, bis zum 27. Es gibt einige Artikel, die auch noch darüber hinaus bestellbar sind, aber wenn ihr den 27. im Hinterkopf habt, dann seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, und eine Besonderheit haben wir dieses Jahr. Das hatten wir noch nie, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir haben ein Lookbook für die H&H-Kollektion. Da sind wir sehr stolz drauf. Ein Dank geht jetzt schon mal vorab an unsere Probenäher, weil das war eine Mega-Leistung. Wir haben so viele tolle Modelle, so viele Modelle hatten wir noch nie. Also wir ziehen unseren Hut vor euch. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und da freuen wir uns sehr drauf, das vor Ort zu präsentieren. Und Sie können das natürlich auch online durchblättern. Ja. Das ist eigentlich ein Wunder, dass wir noch mit auf den Stand passen, weil es sind wirklich so viele Modelle hatten wir noch nie. Ja. Und wir haben auch viele verschiedene Liefertermine von Mai bis Oktober. Das haben wir extra so gemacht, um den Druck bei Ihnen ein bisschen rauszunehmen. Auch verschiedene Orderschlüsse, dass Sie auch noch danach, nach dem 27.03. teilweise Artikel noch bestellen können. Ja, und wir starten. Würde ich sagen. Ja. Legen wir los. Wir starten auch direkt mit der ersten neuen Qualität. Der Artikel Oslo. Und so, wir schauen mal, dass die Kamera sich scharf stellt. Ja. Artikel Oslo ist ein Waffelstrick. 460 Gramm, also es ist viel Material drin, ist aber nicht zu dick, aber perfekt für den Herbst und auch für den Winter. Also schön kuschelig warm. Und hier haben wir den Liefertermin Oktober. Wir haben sehr viele Modefarben, aber auch natürlich die Klassiker wieder dabei. Und hier haben wir Altrosa, so ein Altfliederton, Dunkelrot, Senf, Ocker, Khaki, Petrol und die Klassiker Dunkelblau und Schwarz. Und dazu haben wir auch eine neue Qualität. Das Rippbündchen Molde. Auch Liefertermin Oktober. Und hier kann man einmal sehen, diese feine, schöne Rippe, also sehr edel. Keine grobe Rippe, sondern wirklich sehr schön und fein und springt immer wieder schön zurück. Und hier haben wir dieselben Farben wie in dem Artikel Oslo. Altrosa, Altlila, Dunkelrot, Senf, Ocker, Khaki, Petrol und die Klassiker Dunkelblau und Schwarz. Ich kann ja noch einmal die Rippe ein bisschen dichter ranholen. Wir können ja wieder die neue Technik nutzen. Und hier kann man es noch mal ganz schön sehen, wie schön er immer wieder zurückspringt und wie fein diese Rippe ist. Und dann zeigen wir es noch mal im Vergleich mit Artikel Oslo. So. Und hier kann man sehen, wie toll diese beiden Artikel zusammenpassen. Und wir haben auch 3 Modelle da, die zeigt der Matthias jetzt einmal. Genau, einmal hier, das habt ihr gerade schon, das ist das Cover von dem Lookbook, was wir mit zur Auslieferung schicken. Total niedlich gemacht, hinten auch mit der
Knopfleiste. Zeit. Genau. Was natürlich richtig cool ist, ist auch hier mit dem Ja. Puschel, hätte ich fast gesagt, mit der Mütze. Und dann hier einmal in dem Ockerton den Pullover und dann hier einmal in diesem Khaki-Ton. Hier sieht man dann auch die Mütze dann dazu in dem Khaki-Ton. Also eine richtig schöne neue Qualität. Ja, beide. Also das Ja, absolut. Das Bündchen auch dazu, ja. Ja, kann man auch hier an der Mütze. Toll. Also auch für die Unis. Ja, das ja, was mega. einfach auch Trend ist, genau. Ja. So, dann mache ich mal weiter. Ja. Und zwar ist das eine Merino-Wolle, eine etwas leichtere gekochte Wolle. Da kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Der hat es tatsächlich erst letzte Woche Freitag, wurde er von uns ausgesucht. Und da haben wir gesagt, der muss noch mit nach Köln. Und zwar ist es ebenfalls eine reine Schurwolle. Der Unterschied ist halt, dass es vom Merino-Schaf ist. Also auch Merino-Wolle ist eine reine Schurwolle. Der Unterschied zu normalen Schurwolle ist einfach, dass die Fasern nur halb so dick sind. Er ist dadurch einfach weicher und feiner. Und hier haben wir 18 verschiedene Farben und zwar 6-mal meliert. Einmal hier diese, ja, beige meliert, creme meliert und dann die 3 Grautöne, hellgrau, mittelgrau und Anthrazit. Und dann natürlich auch gerade hier diese altrosa, Rosatöne, Mint oder Salbei darf natürlich nicht fehlen. Die Klassiker mit Schwarz, Dunkelblau. Senf ist natürlich auch dabei. Und der ist 260 Gramm schwer. Im Gegensatz zu Artikel Naomi, den ja viele von uns kennen oder von euch kennen. Der ist 285 Gramm. Also der ist wirklich einfach ein bisschen feiner. Den sehe ich dann auch für Oberteile. Kann man natürlich auch für Walk-Overalls, wird ja sehr viel auch im Kinderbereich benutzt und genutzt. Und ist einfach eine ganz tolle Alternative oder ein Zusatzartikel zu Artikel Naomi und Naomi Melange. Und es geht direkt weiter mit Artikel Juna. Juna ist ein Rib-Niki oder auch Cord-Jersey genannt, Stretch-Cord. Und hier haben wir 17 verschiedene Farben und ich starte einmal mit dieser Lasche. Auslieferung ist September und hier haben wir Senf, Ocker, Lila, 2 Altrosatöne, Beere, Dunkelrot und Bordeaux. Und dann haben wir Altmint in 2 Tönen, ein Salbei, Khaki, Dunkelgrün, Jeans, Dunkelblau, Grau und Schwarz. Und hier haben wir auch ein Modell da und das zeigt der Matthias. Genau, und zwar einmal hier die Hose. Genau, hier oben zu dem Artikel kommen wir dann gleich noch. Auch da, wir achten natürlich immer darauf, dass es viele Kombimöglichkeiten gibt, dass ihr einfarbige Artikel findet, aber auch dann die gemusterten dazu. Und genau, der Juna kam ja im letzten Jahr schon sehr, sehr gut an und deswegen haben wir den jetzt nochmal aufgelegt und sind ein paar Farben zusammengekommen. Ja, ein paar, ja, genau. 15 Stück. So, der nächste Artikel ist der Artikel Lin. Lin ist ein, ich würde ihn mal als Romanit-Jersey, ein Struktur-Romanit-Jersey bezeichnen. Eine sehr schöne Zusammensetzung, Baumwolle, Viskose mit Elastan. Gibt es in 5 unterschiedlichen Farben. Pauline, du kannst vielleicht einmal noch mit der Kamera etwas dichter rangehen. Ja. Ja, da kann man die Struktur. Genau, da erkennt man die Struktur auch sehr, sehr schön und genau, auch sehr vielseitig einsetzbar. Und dann kommen wir mal zu den Farben und zwar einmal hier der Ockerton, Altrosa, Beere, Jeansblau und Schwarz darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, auch total toll für Etui-Kleider. Ja. Röcke, Hosen. Also, ja, also ja, wirklich ein richtig toller Artikel. So, wir machen direkt weiter mit der nächsten neuen Qualität. Das ist Artikel Laura. Liefertermin ist hier der Mai.
Und das ist ein Waffel-Jersey. Ich bezeichne ihn als Sommerwaffel-Jersey, denn er hat die Rückseite glatt. Also auf der Rückseite hat man keine Waffelstruktur, sondern er ist glatt, wie man es hier sieht. Und somit ist er nicht zu dick und ideal für den Sommer. Hier haben wir 7 Unifarben: Weiß, Mint, Altrosa, Dunkelblau, Rauchblau, Hellgrau und Schwarz. Und ich versuche noch einmal das genau zu zeigen, wie die Rückseite aussieht. Ich gehe da noch einmal dichter ran. Also hier kann man es ganz gut sehen. Die Rückseite ist glatt und die Vorderseite hat die Waffelstruktur. Ja, weiter geht's. Genau. Dann kommen wir zu Artikel Lisa. Lisa ist genau die gleiche Qualität wie gerade Artikel Laura, den Pauline euch gezeigt hat. Also auch dieser leichtere Waffeljersey, der nur auf der einen Seite diese Waffelstruktur hat, diese Kästchen hat, und auf der Rückseite ist er halt glatt. Gibt es in vielen unterschiedlichen floralen Designs. Ich fange mal an mit diesem hier, und zwar einmal auf cremefarbenem Untergrund, dann einmal auf diesem salbeifarbenen Untergrund und einmal ein Nachtblau. Hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir ein Pullover kombiniert mit Heike Melange in Mint. Und hier kann man schön sehen, wie leicht dieser Artikel fällt. Das sind so Ballonärmelchen und es ist wirklich eine richtig leichte, schöne Ware. Schöne Sommerqualität einfach, Ja. ne? Ja, finde ich auch. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Design. Gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Wieder ein florales Design. Hier weiß im Untergrund mit unterschiedlichen Grün, Rosa, Pinktönen. Und das gleiche Design einmal auf diesem hellgrau. Das geht so ein bisschen ins Grün. Auch hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Hier haben wir auch ein Shirt und hier sieht man auch, dass man diesen Artikel auch wunderbar als Abschluss benutzen kann. Dass es dann wirklich überhaupt nicht zu dick wird von der Naht. Also es sitzt überhaupt nicht auf und schiebt sich richtig schön an. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Design. Gibt es in 3 verschiedenen Farbstellungen. Und zwar einmal weißgrundig, einmal Jeansblaugrundig, ist so ein etwas helleres Jeansblau, und einmal schwarzgrundig. Auch hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Ja, jetzt haben wir mal einen Rock. Auch total schön für den Sommer. Hier wurden noch Taschen eingearbeitet, schwarzes oder weißes Shirt oder auch so ein schönes grasgrünes Shirt, und es sieht richtig schick aus für den Sommer. Ja. Also ich bin da total begeistert. Da gefällt dir die Qualität, ne? Ja, ich gerne. So, das nächste Design gibt es in 3 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal, wie ihr hier erkennen könnt, dieses Blätterdesign. Einmal weißgrundig, dann einmal altrosa und einmal schwarzgrundig. Auch hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Und hier haben wir ein schönes Sommerkleid. Also das macht richtig Lust auf Sommer, Frühling, Urlaub. Und das Schöne ist es auch, ich trage ja selber gerne Strumpfhosen, und durch diese glatte Unterseite bleibt es auch wirklich gar nicht hängen. Also das rutscht immer schön geschmeidig wieder runter in seine Form zurück. So, dann kommen wir zum nächsten Design. Einmal hier mit den Faultieren. Gibt es in 2 Farbstellungen. Einmal auf cremefarbenem Untergrund und einmal schwarzgrundig.
und einmal ein Panda-Design. Gibt es ebenfalls in 2 Farbstellungen. Einmal cremegründig und einmal schwarzgründig. Und auf den Laschen steht es sonst auch immer noch mal dabei. Also der Artikel wird jetzt zum Beispiel im Mai ausgeliefert. Dann kommen wir zum Artikel Maya. Liefertermin auch Mai, auch ein Waffeljersey, aber hier haben wir die Waffelstruktur auch auf der Rückseite, also dadurch ein bisschen fester. Und hier haben wir so ein Watercolor-Design in Altrosa, Rauchblau und Grau. Dann haben wir Punkte in einer Watercolor-Optik in Altrosa, Rauchblau und Grau. Und hier können wir auch noch mal zeigen, die beiden kann man auch wunderbar miteinander kombinieren. Und Matthias hat auch 2 Modelle da. Genau, einmal hier dieses Crop Top, also vorne so ein bisschen kürzer geschnitten, einmal in diesem Blauton. Ich zeige das auch einmal von hinten. So, und einmal hier, das hatten wir vorhin schon gezeigt. So, das zeige ich jetzt nochmal separat. Das ist hier einmal mit dem Juna kombiniert. Also die passen wirklich perfekt zusammen. Oder dann auch hier einmal die Hose. Dann geht es weiter mit Maya. So, ja, das wird scharf. Hier haben wir ein florales Design, was aus Blumen und Zweigen besteht, in schön gedeckten Tönen. Einmal auf cremeweiß und hier einmal altrosa. Und hier sieht man auch noch mal die Rückseite, also es ist bedruckt. Und diese schöne Waffelstruktur. Und Matthias hat auch ein Modell da. Genau, einmal hier den Morgenmantel, sieht richtig frisch aus, kombiniert hier mit dem Artikel Clarissa, der ja im Basic-Bereich ist. Und hier haben wir dann einmal die Farbkarte zum Artikel Clarissa. Und da kann man natürlich auch viele andere Farben zu kombinieren. Ja, machen wir weiter mit Maya. Hier haben wir Heißluftballons mit Tierchen im Korb auf Jeansblau und hier einmal ein Nachtblau. Also es ist kein rein schwarz, sondern wirklich ein richtig schönes Nachtblau. Dann haben wir noch ein Heißluftballon-Design. Ohne Tierchen auf weiß und altrosa. Und Matthias hat auch ein sehr, sehr tolles Modell da. Genau, einmal hier den Overall. Ganz niedlich gemacht. Ich finde es einfach ein tolles Kinderdesign. Ja. Und hier dann mit der Knopfleiste, also ja, einfach schick gemacht. Ja, total schön. Ja. Und in dem Artikel Maya haben wir auch noch ein Design in 4 verschiedenen Farben. Das sind so Tupfen, bunte Tupfen auf weiß, altrosa, Mint und Rauchblau. Und hier zeigt Matthias auch noch mal ein Modell. Genau, einmal hier aus dem Mintton. Und da sind ja, dadurch, dass da halt viele Farben in den Tupfen wieder zu finden sind, kann man hier jetzt halt wirklich auch als Oberteil viele Farben zum Kombinieren nehmen. Hier ist jetzt Clarissa in den Jeansblau genommen worden. Perfekt. Hast du mal was vorbereitet? Hast du mal was vorbereitet? Sehr gut. Und genau, also das ist wirklich eine ganz tolle Qualität, die ja im Uni-Bereich sowieso schon bei euch gut angekommen ist und hatten wir jetzt hier und da ja auch schon mal bedruckt. Und da ist einfach viele neue Designs.
So, dann mache ich weiter mit Artikel Mia. Mia ist ebenfalls eine Qualität, die ihr schon mal hattet. Und zwar ist das dieser Rip-Jersey. Ist auch eine sehr trendige, modische, relativ neue Qualität. Und da gibt es unterschiedliche Designs, die ich jetzt nach und nach mal zeige. Das erste Design gibt es in 3 unterschiedlichen Farbstellungen. Die Ware wird im Mai ausgeliefert. Und zwar einmal hier cremegründig mit dem floralen Muster. Dann einmal hier in dem Altrosa und einmal schwarzgründig. Hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Hier haben wir ein Langarm-Shirt und hier kann man auch sehen, dass man das auch wieder wunderbar als Abschluss benutzen kann. Und dieses Design durch diese gedeckten Töne ist richtig schick, modern. Ja, ja. So, dann geht es weiter mit einem Dreieckdesign, so ein bisschen in dieser Watercolor-Optik. Die sind alle weißgründig. Einmal hier in Altrosa, einmal in dem Jeansblau und einmal in Grau. Dann gibt es in denselben Farben unregelmäßige Streifen, ebenfalls in dieser Watercolor-Optik, wieder auf weißem Untergrund mit Altrosa, Jeansblau und Grau. Und dann nochmal ein florales Design, ebenfalls in den gleichen Farbstellungen, wieder weißgründig, Altrosa, Jeansblau und Grau. Bevor wir zu den Modellen kommen, die Pauline euch gleich zeigt, lege ich die noch einmal zueinander. Also die kann man natürlich einzeln, aber man kann sie halt auch sehr, sehr schön untereinander kombinieren. Genau. Und dann zeigt Pauline euch mal die Modelle dazu. Ja, hier haben wir 2 Modelle. Einmal so ein schönes Sommeroberteil mit passendem Rock. Und hier kann man auch sehen, wie toll man die Stoffe untereinander oder die Designs kombinieren kann. Hier haben wir so eine Streifenhose und dann so ein richtig tolles Oberteil und natürlich auch das passende Stirnband. Also man kann wirklich alle 3 Designs durch die gleichen Farben wunderbar miteinander kombinieren. Man könnte natürlich jetzt hier auch eine altrosa Farben nehmen und das dann miteinander mischen. Absolut. Und hier sieht man es halt gut im Erwachsenenbereich, aber ich sehe den auch für Kinder, für Bodies und so weiter, ja. Kann man den natürlich als eine schöne, richtig schöne Sommerqualität. Ja, ja, absolut. Dann kommen wir zum Artikel Skylar. Ein Softshell mit einer Fließabseite in Anthrazit. Der Liefertermin ist hier der Oktober. Und hier haben wir Senf mit Schwarz, also ist ein melierter Softshell. Hier mit Schwarz meliert. Dann Terra und Schwarz. Altrosa mit Schwarz, Beere mit Schwarz, Dunkelrot und schwarz meliert, Khaki schwarz meliert, Mint ist hell meliert, Dunkelblau schwarz meliert und Hellgrau hell meliert. Und hier haben wir auch ein Modell da. Genau, einmal hier in diesem dunkleren Lila mit schwarz meliert. Ein schöner, eine schöne Jacke oder ein Mantel sogar, würde ich sagen. Und den sehe ich im Kinderbereich, im Erwachsenenbereich, für Männer, für Frauen. Also wirklich sehr universell und eine ganz tolle, durch das leicht melierte einfach auch eine tolle Optik. Ja. So, dann geht es weiter mit Softshell und zwar Artikel Fiete. Fiete gibt es in vielen unterschiedlichen Designs.
Dieser Artikel wird im Oktober ausgeliefert. Ich fange jetzt mal an mit diesen floralen Designs. Einmal hier die etwas größere Blume auf diesem Beere, dunklerem Lila-Ton. Und dann einmal weißgründig mit den Zweigen und den Blüten in Altrosa. Hier auch dieses Grün und dieser Salbeiton. Die Rückseite ist hier immer dieses etwas hellere oder mittelgrau. Dann wieder zwei unterschiedliche Designs. Einmal hier dieses Graffiti-Design auf einem etwas helleren Jeansblau und einmal dieses Blumendesign auf einem schönen Dunkelblau. Dann hier einmal die Pusteblume auf zwei unterschiedlichen Untergründen. Einmal dunkelblau mit den grauen Pusteblumen und einmal dieses hellere Grau mit der schwarzen Pusteblume. Das hier ist auch ein ganz tolles Design. So ein grafisches Design gibt es in drei unterschiedlichen Farbstellungen. Hier einmal so ein Burgunditon mit Schwarz. Dann einmal ein dunkelblau mit Schwarz. Und hier einmal Schwarz mit so einem Khaki, so ein bisschen ins Grünliche. Auch ein sehr, sehr schöner Farbton. Auch perfekt für Männer, für Erwachsene. Ja. Dann einmal hier dieses Fuchsdesign mit den Zweigen im Hintergrund. Gibt es auf zwei unterschiedlichen Grundtönen. Einmal hier auf diesem Beige-Ton und hier einmal so ein schönes dunkleres Khaki. Hier haben wir zwei unterschiedliche Designs. Das erste Design gibt es in zwei Farbstellungen. Einmal hier mit der Eule, dem Igel, den Pilzen. Die sind beide hier auf dunkelblau. Einmal so etwas farbenfroher mit rosa, pink, Salbei. Und hier sind die Farben einmal etwas gedeckter, vielleicht ein bisschen herbstlicher. Genau, mit dem Senf, Ocker und so weiter. Und hier einmal das florale Design, auch ganz tolle Herbsttöne mit dem Orange, hier so ein bisschen ins Terrakotta gehende Rosa und der ist auf anthrazitfarbenem Untergrund. Und dann ist Pauline schon wieder dran. Artikel Martha. Liefertermin Mai, ein Baumwoll-Stretch-Satin. Hier haben wir ein florales Design auf Weiß mit ganz pudrigen Tönen und der passende Streifen. Ein Sandton mit Aprikot. Und dann haben wir in dem Artikel Martha noch Blumen in Watercolor-Optik, in Pink und Aprikottönen gehalten. Hier eine frische Blumenwiese mit Mohnblumen und der passende Streifen. Martha hat den Liefertermin Mai und Matthias hat auch zwei sehr, sehr schöne Hosen da. Genau, einmal hier die etwas kürzere Hose in dieser Watercolor-Optik und hier dann einmal die längere Hose auf dem cremefarbenen Untergrund. Den Artikel sehe ich aber auch wohl für Blazer. Wir hatten ja eine ähnliche oder haben ja eine ähnliche Qualität in der Herbst-Winter-Kollektion. Da wurden sogar Taschen daraus genäht. Also auch ein sehr vielseitig einsetzbarer Artikel. Ja, auch Blusen. Also wir haben auch im Lookbook eine Bluse, so Oversize-mäßig gemacht. Ja. So, der nächste Artikel ist der Artikel Back to School. Der wird im September ausgeliefert. Das Ganze ist wieder diese beliebte Baumwoll-Jersey-Qualität mit den 90% Baumwolle und 10% Elastan. Der etwas schwerere Jersey haben wir in zwei unterschiedlichen Farbstellungen. Ich fange mal an mit dieser Blau-Terra-Variante. Einmal hier mit dem Wombat und dann mit den Wolken im Hintergrund und dem Papierflieger. Dann einmal hier die Karos im Hintergrund mit dem Apfel und dem Papierflieger. Dann hier einmal dunkelblau mit dem Apfel, der ebenfalls so leicht changierend ist. Dann einmal ein etwas helleres Terrakotta mit den unterschiedlichen Blättern. Und hier einmal auf Terrakotta die Buchstaben, Zahlen
auf diesem Karo. Und hier gibt es noch eine zweite Farbstellung. Sind die gleichen Designs, bloß auf hellem Untergrund. Und zwar hier wieder auf Creme. Dann hier wieder diese Karos mit dem Apfel und dem Papierflieger. Dann hier einmal dieser cremefarbene mit dem roten Apfel. Cremefarbener Untergrund mit den Blättern. Und einmal dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Schuldesign mit den Buchstaben und den Zahlen auf diesem senffarbenen Karo. Und hier zeigt euch Pauline auch einmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir eine Kombi. Die Hose in dem Karo-Muster mit den Zahlen und Buchstaben. Und einmal das Hauptdesign, der coole Bomber, der zur Schule geht, als Langarm-Shirt. Auch der muss ja was lernen. Ja. Dann kommen wir zu dem Artikel Baby Woods. Ein Sweat, also leicht angeraut, aber nicht zu sehr, also ideal für Kleinkinder oder Babys. Der Liefertermin ist der September. Hier haben wir auf meliertem Untergrund Waldtiere, Rehe, Füchse, Häschen und Eichhörnchen. Dann auf Weiß Eichel und Eichelblätter. Der niedliche Bär mit Pilzen und Blättern auf Weiß. Dann nur die Blätter und Zweige auf Weiß, perfekt zum Kombinieren. Und einmal in einer Strickoptik in hellblau. Ja, man kann es gut sehen. Pilze und Blätter. Und hier auf Sand in dieser Strickoptik die Herbstblätter. Und wir haben auch eine blaue Variante. Hier einmal wieder die Waldtiere. Das All-Over-Design. Dann der niedliche Bär mit den Blättern und Pilzen. Und auf einer Strickoptik in dunkelblau Häschen, Eichhörnchen und Blätter. Und hier einmal die mintfarbene Variante. Und einmal die Blätter perfekt zum Kombinieren, auch hier auf Mint. Und Matthias hat auch ein Modell da. Genau, einmal hier das Inneroberteil und dann diese wirklich sehr, sehr schicke Jacke dazu. Hier dann auf diesem melierten Untergrund, das finde ich macht es dann auch immer noch mal aus. Genau, und hier sind ja auch viele Farben drin. Also hier wurde es jetzt mit dem rosa Bündchen kombiniert, mit dem melierten. Aber auch da kann man natürlich viele andere Farben zu kombinieren. Ich suche dir gern eine weg. Das war meine Uhr. So. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, genau. Und zwar, das ist Artikel Nora. Nora wird im Mai ausgeliefert. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey. Dieses Design hatten wir gerade schon mal, das hat Pauline vorgestellt, auf dem Waffel-Jersey. Und hier gibt es 4 unterschiedliche Farbstellungen mit den unregelmäßigen Klecksen, nenne ich sie mal. Einmal auf cremefarbenem Untergrund, Altrosa, in Grau und Schwarz. Dann einmal hier dieses coole U-Boot-Design. Gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal cremegründig, hier mit Gelb und einem helleren Petrol. Und einmal in einem tief dunkelblau, so Nachtblau, hier dann mit Beige, Gelb und das hellere Petrol wieder. Hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Hier haben wir die U-Boote kombiniert mit Maike Melange und als Bündchen wurde hier unser Streifenbündchen Stella verwendet. So, dann geht es weiter mit einem Dino-Design. Gibt es in 3 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal hier auf cremefarbenem Untergrund, einmal in einem hellem Grau und hier wieder
das Nachtblau. Auch hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Hier haben wir ein ganz niedliches Modell, kombiniert wieder mit Vanessa. Und das Raffinierte ist ja hier die Überschneidung. Und das finde ich total toll. Ein Ärmelchen so. Also peppt man es einfach nochmal auf, ja. Ja. So, dann geht es weiter mit einem Tierdesign, nenne ich es mal, mit einer Eule, mit einem Hasen, mit einer Schnecke. Gibt es in 3 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal cremegründig, altrosa und einmal wieder das ganz tief dunkelblau. Dann einmal hier dieses, ich nenne es mal Kleinkind-Design mit dem Elefanten, dem Regenbogen, den kleinen Geschenken, mit der Rassel. Gibt es einmal hier so ein bisschen in diesen Orange, Pink, Beige-Tönen. Beide sind auf cremefarbenem Untergrund. Und hier einmal so ein bisschen blau gehalten. Auch beide Designs so ein bisschen wieder in dieser Watercolor-Optik. Ja, die Fernbedienung darf ich ja, gibst du ungern aus der Hand. Ich habe Dankeschön. Genau, ist ja auch in Ordnung so. Und zwar einmal ein Eukalyptus-Design. Und zwar in 3 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal cremegründig, mit den unterschiedlichen Grüntönen, Salbei und so weiter. Dann einmal in dem dunkleren Mint im Untergrund. Und einmal Jeansblaugründig. Hier zeigt Pauline auch einmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir einen Hoodie in Jeansblau und ich finde es total schön, wenn man diesen tollen Alt-Mintton Salbeiton dazu kombiniert. Ich finde, das macht es irgendwie total warm. Das Ja. passt super gut dazu. Das Das auch. müsste 266 sein. Ja, genau. Ja, Vanessa, Maike, Eike, Heike. genau. Und was eventuell noch Und demnächst kommt ja noch was kommt ja noch ein Schönes. bisschen was dazu. Wir können euch Irgendwann. freuen. Genau. Jo, passt. So, dann geht es weiter mit diesem Blätterdesign, ebenfalls in 3 Farbstellungen. Einmal cremefarbener Untergrund, altrosa im Untergrund und dieser ist jetzt schwarzgründig. Auch hier hat Pauline einmal ein sehr schickes Modell. Ja, hier habe ich ein Kleid und man sieht, also der Schnitt ist total schön für den Sommer, wie es so schön fällt mit den Falten. Also total toll. Und ist auch überhaupt nicht zu groß, das Design für auch kleine Sachen. Sicher, ja, absolut. So, dann gibt es einmal ein Kakteen-Design in 3 verschiedenen Farbstellungen. Einmal in cremegründig. Hier einmal ein dunkleres Jeansblau und einmal schwarzgründig. Auch hier zeigt Pauline wieder ein Modell dazu. Ja, hier haben wir ein ganz schlichtes Shirt mit überschnittenen Ärmelchen und hier wurde Heike in schwarz kombiniert. So, und dann kommen wir zum letzten Design von Artikel Nora. Das ist dieses grafische Design. Gibt es wieder in 3 verschiedenen Farbstellungen. Hier einmal altrosa im Untergrund mit den Beeretönen und beige. Dann einmal Jeansblaugründig. Hier wird es so ein bisschen hellblau. Und einmal hellgraugründig mit mittelgrau und dunkelgrau. Auch hier hat Pauline einmal ein Modell. Ja, hier haben wir ein Kleid kombiniert in dunkelrot meliert, Vanessa, Melange und wieder unser Ribbündchen Stella. Also das ist auch nicht zu groß für kleine Sachen. Ich sehe das aber auch total im Damenbereich für Kleider und Shirts, aber auch für Röcke. Absolut, ja. Und man kann halt wieder viele Farben dazu kombinieren. Ja. Dann geht es weiter mit Artikel Tomke, ein French Terry. Hier haben wir den Liefertermin Mai.
Und hier haben wir viele verschiedene Tiere auf weiß und dunkelgrau. Und Matthias hat auch ein tolles Modell da. Genau, einmal hier aus dem Grau. Auch hier wieder ganz witzig gemacht mit dem Einsatz. Wenn man es nicht komplett aus dem Design machen möchte, kann man natürlich dann auch ganz schön spielen und dann einfach, weil es das Design zulässt und viele Farben kombinierbar sind, kann man natürlich auch mit Einsätzen machen. Oder man macht die Ärmel dann in einem anderen Ton. Dann geht es weiter mit einem Astronautendesign. Hier sieht man einen Roboter, ein Astronaut, ein UFO auf Jeansblau und einmal auf schwarz. Und Matthias hat auch hier ein Modell da. Genau, einmal hier aus dem Jeansblau, dieser Hoodie, hier vorne mit den Känguru-Taschen. Vielleicht nochmal die Rückseite. Genau, also auch ein richtig cooles Design. Ein Feuerwehrdesign mit einem Feuerwehrwagen. Und hier sieht man noch einen Schlauch, so ganz viele schöne Feinheiten noch im Hintergrund auf weiß und einmal auf Nachtblau. Hier haben wir in einem Vintage-Stil Rennwagen mit Luftballons auf weiß und wieder in sehr schön gedeckten Tönen. Altrosa und Jeansblau. Und in diesem Vintage-Stil haben wir auch Doppeldecker und hier wieder ein Heißluftballon und ein Zeppelin auf weiß und einem sehr schönen Schokobraun. Jetzt kommen wir zu einem richtig coolen Design. Hier haben wir Inline-Skates, ein Skateboard, verschiedene Smileys und Emojis, eine Cappy, Rollschuhe, also alles, was hobbymäßig, freizeittechnisch gerade total im Trend liegt. Weiß, Altrosa, Mint und Nachtblau. Und Matthias hat hier auch eine sehr schöne Sweatjacke. Genau, hier einmal in diesem Mintton. Ganz cool gemacht. Hier innen drin dann abgesetzt mit dem Clarissa, mit dem Waffel-Jersey. Und auch hier, damit man es erkennen kann, die Taschen dann auch innen drin. Also richtig, ja, fetzig gemacht. Jetzt kommen wir zu einem sehr beliebten Design, Eukalyptus auf French Terry Tomke. Liefertermin Mai. Einmal in Weiß, Mint, Jeansblau und Schwarz. Und da zeigen wir auch einmal ein Modell. Genau, hier einmal in der cremefarbenen Variante. Hier wieder abgesetzt mit diesem Salbeiton, der einfach auch perfekt dazu passt. Und ja, sieht einfach absolut schick aus und ist ein sehr trendiges Design. So, dann geht es weiter mit Artikel Carolina. Carolina ist ein Flanell, ein Baumwollflanell, wird im September ausgeliefert. Gibt es in 3 unterschiedlichen Farbstellungen. Die Oberseite ist so leicht angeraut und die Rückseite zeige ich hier einmal. Die ist in den gleichen Tönen, da ist sie allerdings glatt. Und gibt es, wie gesagt, in 3 Farbstellungen. Und zwar einmal hier in diesem Jeansblau mit Ocker. Dann einmal dunkelblau mit diesem Rot und dem Jeansblau. Und einmal hier dieses Grün mit Schwarz und Dunkelblau. Hier zeigt Pauline auch einmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir eine Hemdbluse, also total toll für Herrenhemden, Damenhemden oder auch für Hemden oder Blusen, Kleider. Also da kann man wirklich alles mitmachen, Röcke. Also da ist es wirklich vielseitig einsetzbar und eine sehr, sehr schöne Qualität. Sie ist auch überhaupt nicht dick. Also das muss man auch sagen, nicht, dass man denkt, das ist jetzt hier mega dick. Nein, also das kann man ruhig auch. Ist ein leichter Flanell, ja. Ja, ganz leicht und leicht fallend.
überhaupt nicht steif. Das kann man richtig toll verarbeiten. Ja, und man kann halt die beraute Seite nach außen, aber ich finde es auch total schön, wenn man die glatte Seite nach außen nimmt. Genau. Also es ist eigentlich ein beidseitig verwendbarer Artikel. Ja. Dann kommen wir zur Viskose Amalia. Amalia ist eine etwas festere Viskose, hat einen festeren Griff, aber trotzdem ist sie leicht fallend, überhaupt nicht durchsichtig. Also ich kann es mal hier zeigen. Ich habe hier meine Hand einmal drunter. Hier haben wir 2 Designs. Ich starte mit dem floralen Design. Liefertermin ist hier der September. In Ocker mit Schwarz, Altrosa mit Schwarz, ein Kirschrot und Dunkelgrün. Und das zweite Design ist ein Chevron-Design in Ocker, Altrosa, Kirschrot und Jeans. Also die Qualität ist wirklich ja, also weich fließend, aber trotzdem fest. Nicht zu vergleichen wie mit der etwas dünneren Viskose, die man auch für Tücher nehmen kann. Das kann man natürlich auch für Tücher nehmen, aber das ist auch wunderschön für Kleider, weil er wirklich überhaupt nicht durchsichtig ist. Man muss es nicht füttern, man muss gar nichts damit machen. Er fällt von alleine ganz toll. Ist sehr griffig auch, ja. Ja. Du magst die Qualität, ne? Ja. Hat man gemerkt. Oben in der Besprechung. Genau, hier haben wir 2 Modelle. Einmal aus diesem Chevron-Muster in diesem Rot mit Schwarz, dieses Kleid. Und dann einmal hier die Bluse, die etwas längere Bluse. Und hier dann sogar nochmal eine Tasche dazu. So, dann kommen wir ja, zum ersten Panel, würde ich fast sagen. Und zwar My Sewing Bag. Das Ganze ist ein Baumwoll-Canvas. Der Artikel wird im Juni ausgeliefert. Die Panelhöhe beträgt 1,60. Pauline und ich zeigen das gleich nochmal. Und genau, gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Das hier ist einmal diese ja, Jeansblau-Variante. Einmal für die Farbnummer. Und hier haben wir einmal die Bordeaux und die Bordeaux-petrolfarbene Variante. Und jetzt zeigen Pauline und ich einmal das Panel. Perfekt. Ja, genau. Hier einmal die Jeansblau mit dem Senf. Und die Tasche, die zeigen wir euch gleich. Also richtig cool, aber Pauline wird sie gleich mit Begeisterung zeigen. Und genau, und dann zeigen wir jetzt noch einmal die zweite Farbstellung. Ja. Im Hintergrund wird auch mitgearbeitet. Ja. Jawohl. Haben wir? So. Haben wir, richtig, genau. Und hier ist einmal diese Bordeaux-petrolfarbene Variante. Wie gesagt, von Pauline zu mir einmal die Stoffbreite. Ihr bekommt natürlich wieder ein Plakat dazu und das wird dann mit der liegt der Auslieferung bei. Und, ich zauber jetzt gleich. Pauline zaubert jetzt einmal, genau. Ich lasse den Vorhang fallen. Hier ist es jetzt fertig vernäht. Also, My Sewing Bag ist die eigene Tasche für Nähmaterial, Stoffe, Schnittmuster. Also hier haben wir uns Gedanken gemacht, dass man hiermit alles machen kann. Die Einlage ist weich. Wir haben hier S133 als Verstärkung noch drin. Aber alles, was wir dafür verwendet haben, finden Sie bei uns natürlich dann wieder in der Anleitung. Und ich zeige einmal, was alles sich drin befindet. So, ich fahre mal weiter. So. Ja. Also, wir haben, ich öffne mal das Geheimnis.
Hier haben wir, also das finden Sie alles auf dem Panel. Jedes einzelne Schnittteil, was Sie sehen, ist auf diesem Panel. Sie müssen es ausschneiden und dann zusammennähen. Aber die Anleitung finden Sie bei uns wieder auf der Internetseite. Hier haben wir in dem Deckel eine Tasche, wo man seine Schnittmuster reinlegen kann. Hier haben wir extra noch ein Steg eingebaut, wo man die Stoffklammern fixieren kann. Da es weich ist, kann man überall die Stecknadeln, wenn man gerade näht, also es auch als Nadelkissen verwenden. Innen drin haben wir eine Einlage. Da ist S133 verwendet. Und hier, ich hole mal alles raus. Helfe dir. Gut fixiert. Ja, also es hält wirklich gut, dass nichts durcheinander fliegen kann. Und hier haben wir die Einsätze. Ringsherum in dieser Tasche wurde einfach ein Klettband vernäht. Die Einsätze wurden dementsprechend auch mit einem Klettband versehen. Und so kann ich mir die Tasche von innen individuell, was ich gerade brauche für Fächer, einfach rein ein bisschen fixieren. Und dann habe ich auch noch diese beiden. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel 2 Fächer haben möchte und ein großes, kann ich das machen. Ich kann mir 4 kleine machen. Ich kann es auch einfach weglassen. Also je nachdem, was man machen möchte, kann man sich das individuell gestalten. Deswegen heißt es auch My Sewing Bag, weil man sich sie so machen kann, wie man sie benötigt. Genau. Und jetzt kann man einfach die Einlage reinmachen und kann hier oben seine Stoffe rauflegen und verschließt diese Tasche einfach wieder. Man kann sie einmal hier oben tragen, aber auch umhängen. Man kann es auch mit einem kleinen Schloss fixieren, den Reißverschluss, wenn man halt im Zug sitzt, zu seinem Nähkurs fahren möchte oder irgendwo anders hin, kann man es auch verschließen mit einem kleinen Schloss. Und es passt natürlich auch perfekt in ein Kallaxregal. Man kann es einfach reinschieben und so hat man alles zusammen, nimmt die Tasche wieder raus und kann zu seinem Nähkurs gehen. Wenn man verschiedene Kurse gebucht hat, kann man seine Schnittteile einfach hier wieder reinpacken, dann kommt nichts durcheinander und nimmt die Tasche dann einfach wieder mit. Ja. Findest du gut, Habe ich irgendwas vergessen? So, ich nehme diese Tasche mit. Nein, wir machen weiter. Wir müssen noch eben weitermachen, aber danach kannst du die Tasche gerne mitnehmen. Also meinen Segen hast du. Dann kommen wir zu dem Artikel Natural Stamp. Ich fahre die Kamera mal wieder näher ran. Ich hätte das auch gerne gemacht, aber ich darf ja die Fernbedienung nicht benutzen. So. Natural Stamp ist ein Jersey, ein Baumwoll-Jersey in der beliebten Qualität 90% Baumwolle, 10% Elastan. Hier haben wir viele Designs, die aufeinander abgestimmt sind. Ich kann auch noch schon mal die andere. Hier kann man die zweite Partie sehen und ich starte einmal hiermit. Hier einmal die Eichhörnchen auf cremeweiß mit Petrol und ein Rostrot. Dann einmal der Hirsch auf Petrol mit Camel. Hier auf einem Camel-Untergrund verschiedene Blümchen in verschiedenen Petroltönen. Hier ein All-Over-Blätter-Design. Und hier ein grafisches Muster, auch perfekt zum Kombinieren. Und hier haben wir noch eine andere Variante in diesem Senfton, Senf-Camel-Ton. Total warm die Farben. Ein Fuchs vor einem Baum. Hier verschiedene Waldtiere. Blumen und Zweige. Und wieder das grafische Design. Und Matthias zeigt auch 2 Modelle. Genau. Einmal hier das Darmoberteil. Hier dann auch ganz witzig gemacht mit diesem Loop. Rückseite ist jetzt in dem Fall mit dem Artikel Otto, mit dem Grobstrick, den Pauline ganz am Anfang vorgestellt hat. Und ja, kann man natürlich auch sehr gut kombinieren.
Einfach auch ganz fetzig gemacht, finde ich. Ja, also ich finde das perfekt. Ja. Genau, und einmal hier den Jungspullover. Rückseite ist jetzt mit einem Jersey, mit dem Vanessa Jersey. Genau. So, jetzt wird es weihnachtlich und zwar kommen wir zu Artikel Maria. Maria ist eine Baumwollwebware, wird im Oktober ausgeliefert, gibt es in unterschiedlichen Designs. Und zwar fange ich einmal an, hier in so einem hellem Grün grundig mit den Blättern und dem Hirsch. Dann einmal in einem Kirschrot mit den beigefarbenen Weihnachtssternen. Dann einmal wieder mintgründig mit den unterschiedlichen Weihnachtsdesigns, mit dem Weihnachtsmann und den Rentieren, mit dem Weihnachtsbaum. Und einmal hier wieder dieses Kirschrot mit Weiß und dann auch hier mit dem Schriftzug Merry Christmas und dem Schneemann. Und dann hier auch nochmal eine schöne Serie mit 5 Stoffen, die farblich aufeinander abgestimmt sind. Und zwar sind die alle weißgründig und hier einmal mit den Rentieren ganz vorne. Dann die Weihnachtsbäume in diesem Salbeiton und Rot. Dann hier einmal dieses grafische Design zum Kombinieren. Einmal dieses Chevron-Design. Und einmal hier die unterschiedlich farbenen Punkte. Pauline zeigt einmal einen Tischläufer. Genau, hier haben wir einen Tischläufer, wo alle Designs miteinander kombiniert wurden als Patchwork-Decke. Rückseite ein Design. Und da haben wir auch in unserem Lookbook ganz viele tolle Nähbeispiele. Und es geht weihnachtlich weiter mit Feliz Navidad. Ein Baumwoll-Jersey. Liefertermin ist hier der Oktober. Und hier haben wir ein sehr cooles Design, wo vom coolen Weihnachtsmann das Gesicht weggelassen wurde. Hier sieht man die Mütze, Brille und den Bart. Und da hat Matthias auch ein cooles Modell da. Genau, schönes Weihnachtsoutfit für den Dezember. Genau, hier dann einmal den Hoodie und dann hier in der Kapuze wurde jetzt in dem Fall der Ringel-Jersey Bella verarbeitet. Weihnachtlich geht's weiter. Hier haben wir Autos und einen Wohnwagen in einem Cabo-Design, der den Weihnachtsbaum oder den Tannenbaum transportiert, in Weiß und Jeansblau. Genau, hier einmal ein Kinderpullover in dem Jeansblau, auch perfekt für die Adventszeit. Hier haben wir Christbaumkugeln in goldenen Tönen, also sehr real und eine sehr, sehr schöne 3D-Optik. Baumwoll-Jersey, Liefertermin der Oktober. Und Matthias hat auch hier ein Modell. Genau, hier einmal das Damenoberteil, sehe ich aber auch zum Beispiel für so ein Kleid zum Beispiel. Ja, ein festliches Kleid, genau. Und sehr real vom Druck her. Ja, mal was ganz anderes. Ja. Was Besonderes. Genau, was Edles. Was Edles. Und hier haben wir ein schlichtes Design auf Schwarz mit dem Schriftzug Merry Christmas. Und hier sind die Tannenbäume sehr abstrakt gehalten in Rot- und Dunkelgrüntönen. Genau, hier einmal der Damenpullover, hier jetzt einfach abgesetzt mit Schwarz, weil es halt immer passt, aber man kann natürlich auch Rot oder Grün kombinieren, sehe ich aber auch für Männer wohl. Ja. Genau, auch sehr vielseitig einsetzbar. Ganz schlichtes, schönes Weihnachtsdesign. Ja. Hier haben wir auf Linien auf einem Kirschrot ein Schneemann, Rentier und Weihnachtsbäume. Und hier auf dunkelblau das gleiche Design und hier in dunkelgrün und Rottönen gehalten. Und hier einmal das Modell dazu in dunkelblau. Hier jetzt einfach der Einsatz mit dem Rotton.
Es geht weiter. Bleibt weihnachtlich. Aber es ist das letzte Design in dem Baumwoll-Jersey. Das sind Wichtel hier in Grau gehalten auf diesem schönen Kirschrot und einmal auf Jeansblau und hier sind die Wichtel in Rot gehalten. Und hier einmal das Modell dazu in dem Rotton, dieser Hoodie, hier vorne wieder mit den Känguru-Taschen. Zipfelmütze. Mit der Zipfelmütze, genau, passt natürlich auch zum Design. Jetzt einmal von der Seite. Das auch noch festhalten. Ja, also sehr coole Idee. Ja. Also wenn ich Kind wäre, würde ich da drin auf jeden Fall Süßigkeiten verstecken. Ja, nach vorne tragen, meinst du? Ja, genau. Und meine Kinder kommen wahrscheinlich auch auf die Idee. Dann kommen wir zu Artikel Holly. Holly wird im Oktober ausgeliefert, ist ein Sweatshirt, gibt es auch in vielen unterschiedlichen Designs, ja, wie der Name schon sagt, auch Winter-Weihnachtsdesigns. Und zwar einmal hier weißgrundig mit den Beeren, mit den Zweigen und dem Hirsch. Und einmal Jeansblaugrundig. Auch hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir einen Hoodie, wo oben das Hauptdesign eingesetzt wurde und hier unten wieder dieser schöne, warme Salbeiton. Also der passt wirklich perfekt dazu und macht das wirklich total warm. Und über diese Ja, der Farbton ist einfach ja, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Farbton, Ja. So, dann geht es weiter mit einem dunkelblauen Design, auch weihnachtlich, mit den Weihnachtsbäumen in so einem Beige mit Rot und hier dem Weihnachtsmann und der Geschenkesack darf natürlich auch nicht fehlen. Auch hier zeigt Pauline einmal ein Modell dazu. Hier haben wir auch ein Hoodie kombiniert mit Rot, mit einem schönen leuchtenden Rotton. Ja. Hab ich schon weggedrückt. Ja, macht ja nichts. So, dann geht es weiter mit diesem Design, gibt es in 2 Farbstellungen, wie man hier erkennen kann, Ho, Ho, Ho. Und genau, einmal hier mit dem Weihnachtsmann. Das Haar ist dann immer mal mit den Punkten, mit den Weihnachtssternen. Gibt es, wie gesagt, in 2 Farbstellungen. Einmal hier auf diesem Mint-Untergrund und hier einmal dunkelblau im Untergrund. Auch hier zeigt Pauline einmal ein tolles Modell. Ja, jetzt haben wir auch mal was für Männer. Ein Männermodell, ein Männerpullover. Und damit ist man perfekt gekleidet für den Weihnachtsabend oder für den Weihnachtsmorgen. Ich finde das auch immer total schön, wenn die Familie gleiche Pyjamas anzieht. Und dafür ist das total gemacht, weil da ist was dabei. Gut. So, dann kommen wir zum letzten Design von Artikel Holly. Gibt es ebenfalls in 2 Farbstellungen. Einmal hier im Untergrund dieser Aprikotton mit den Geschenken, dem Weihnachtsmann und dem Schneemann. Und einmal hier in dunkelblaugrundig, ebenfalls mit dem Schneemann, dem Weihnachtsmann, den Geschenken, den Weihnachtssternen. Und hier hat Pauline auch nochmal ein Modell. Ja, ganz schlicht, aber total niedlich. Und dieser Aprikotton ist mal was komplett anderes zur Weihnachtszeit. Total frisch wird das, gar nicht dunkel. Ja, das ist mal eine ganz andere Farbe, ja. Total toll. Dann kommen wir zum ersten Designerstoff. Das ist Artikel Breeze von Bienvenido Colorido. Liebe Grüße nach Spanien, liebe Nelly. Ein Baumwoll-Jersey. Hier haben wir den Liefertermin Juni. Dieser Artikel hat einen Farbverlauf und wir zeigen das gleich noch einmal genauer. Hier haben wir die Regenbogen-Variante. Dann die Variante in Pink und Senftönen. Dann sehr gedeckte Farben in Aprikot und Dunkelrot und Flieder. Und einmal Mint und Petrol. Alles auf Schwarz. Und Matthias hat 3 tolle Modelle da. Genau, einmal hier die, danke dir, einmal hier die 3 dunklen Varianten. Pauline zeigt gleich nochmal eine helle Variante dazu. Und hier ist einmal
diese Regenbogenfarben und es sieht einfach sehr, sehr edel aus durch diesen leichten Farbverlauf. Ist einfach, ja, einfach schick. Ja. Genau, und dann nochmal ein paar Modelle. Also hier sieht man einmal die dunkle Variante und hierzu kommen wir jetzt zu den hellen Tönen. Zeige ich gleich nochmal. So, das ist die helle Variante. Das sind dieselben Farbverläufe, nur auf einem Cremeuntergrund. Also da kann man auch wunderbar mit spielen. Hier ist die Regenbogenvariante. Dann haben wir hier die Senf dunkelrot-lila Variante. Dann die gedeckten Töne Aprikot, Altrosa, Dunkelrot. Und die Petroltöne und Minttöne. Und man sieht, es ist derselbe Farbverlauf. Das Buch einfach hingelegt. Aber sie wirken trotzdem total anders. Also ich kann es ja mal hier zeigen. Also es ist wirklich derselbe Farbverlauf, aber durch den Untergrund wirken sie komplett verschieden. Und Matthias hat auch ein Modell da. Genau, einmal hier, wie gesagt, hellgründig mit dem Petrol, mit dem Mint. Und hier sieht man dann auch einfach nochmal die anderen Farben. Also der wirkt einfach nochmal ganz anders durch das Helle. Genau. Aber wieder, ich finde es total, oh, das ist schon der nächste Artikel. Das ist einfach ein ganz schicker, ganz schickes Design durch den Farbverlauf. Ja, toll. Ja. So, dann kommen wir zum ersten Artikel von Cherry Picking. Liebe Grüße nach Wiesbaden, Anke. Und zwar Modern Boho Flair. Und zwar das Ganze ist ein Modal French Terry. Gibt es in 4 unterschiedlichen Designs. Hier einmal für die Farbnummer. Der Artikel wird im Juni ausgeliefert. Und Pauline zeigt jetzt einmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir dieses wunderschöne Kleid. Also das ist wirklich eine super tolle Farbkombi. So leicht Neon, aber irgendwie doch nicht. Aber es springt ins Auge durch diesen schwarzen Untergrund und dieses stilistische mit dem Regenbogen. Es ist ein All-Over, also es ist kein Panel. Es läuft wirklich so weiter. Ja. Aber man kann halt viel damit spielen, weil Ja. halt letztendlich jedes Teil dann doch irgendwie unterschiedlich aussieht. Ja, man kann es auch als Hose, dann wirkt es nochmal ganz anders. Also auch, man darf sich auch ruhig trauen, kleinere Teile draus zu nehmen. Ja. Oder man kann sich auch einfach ausschneiden, den Regenbogen und das auf einen Hoodie vorne drauf nähen oder hinten auf eine Jacke nähen oder auf, ja, man kann ja auf Softshell auch damit arbeiten, wenn man sich diesen Regenbogen ausschneidet und ja, da ganz viele Sachen mitmachen kann. Absolut. So, dann kommen wir zum nächsten Design. Auch das zeige ich dann gleich nochmal in groß. Hier nur einmal für die Farbnummer. Und das ist einmal auf diesem Ockerton mit schwarzen grafischen Mustern. Muss man so erkennen. Und dann einmal hier die Rückseite geht hier so weiter. Auch den sehe ich natürlich für Jumpsuit, Kleider. Auch da sieht natürlich jedes Teil dann anders aus. Coole Hoodies. Wir haben das hier schon mal rangehalten. Ach so, genau. Also da kann man wirklich total toll mitspielen, wenn man jetzt alleine nur sich auf diesen Bereich da eine Hoodie von macht, mit der passenden Hose, davon eine Hose und hier raus dann ein Hoodie. Und das ist ja gerade super modern. Hoodies und Jogginghosen hat man früher nur drin getragen und jetzt zieht man sie auch draußen an, weil es super schick geworden ist und wir auch total viele Möglichkeiten haben, es schick zu machen. Und hier kann man sich wirklich individuell gestalten. Das ist aber auch kein Panel, sondern es ist durchlaufend. Mega toll. Und der Untergrundton findet sich dann auch beim Regenbogen wieder. Also wie Pauline gerade sagte, man kann es auch perfekt kombinieren.
So, und dann zwei weitere Designs. Und zwar einmal dieses florale Design mit den Blüten und Blumen auf schwarzem Untergrund. Und einmal hier dieses Karo, ebenfalls auf schwarzem Untergrund und dann hier mit diesem Beige. Auch hier zeigt Pauline dann jetzt nochmal die Modelle dazu. Genau, hier haben wir einmal das Karo-Design für ein Kleid verarbeitet, total schick und schlicht. Und hier einmal die Blümchen und man sieht auch, wie toll alle 4 Stoffe untereinander kombinierbar sind. Ich muss mal hier zusammenrücken, damit wir alle Platz haben. So. Also es ist wirklich alles aufeinander abgestimmt. Wer es schlicht mag, wer es bunt mag, wer es so ein bisschen farbenfroher mag und wer gerne spielen möchte. Aber wenn man kann auch alles zusammen kombinieren. Absolut. Dann geht es weiter mit den Designs von Christiane Zielinski. Liebe Grüße an dich, Christiane. Liefertermin ist hier der Juni. Eine viskose Webware, die weichfallende, fließende Webware. Und hier haben wir florale Designs in einem Terraton, Mint und ich würde sagen ein leichtes Creme Aprikot ist das im Hintergrund und es sind alles sehr schöne gedeckte Farben, also richtig schick und modern in dieser Watercolor-Optik. Und hier haben wir einmal ein schickes Kleid in diesem Terrakotta-Ton. Die Ware sehe ich aber auch für Blusen, für Tücher und so weiter, also auch wieder sehr vielseitig einsetzbar. Fällt halt schön und ja, einfach eine beliebte Qualität. Ja, und ein sehr, sehr schönes Design auch für große Sachen. Also auf großer Fläche, wie man da sieht, ist es nicht zu viel. Genau, absolut. So, dann kommen wir zu Artikel Blooming Flower. Das Ganze ist ein French Terry, wird im Juni ausgeliefert. Hier wieder diese floralen Designs, sind 3 unterschiedliche Designs. Ich fange mal an mit dem ersten auf weißfarbenen Untergrund mit der Mohnblüte. Das nächste Design gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen, ebenfalls weißgründig und dann hier diese Watercolor-Optik wieder mit diesem Altrosa, Beere und hier dieses Salbei oder diesen Salbeiton. Hier dann einmal das gleiche Design wie gerade in Aprikot und Beere. Und dann hier einmal die kleineren Blüten auf weißfarbenen Untergrund. Hier auch wieder diese Beeretöne, grün und auch dieser Salbeiton. Und Pauline hat hier auch einmal 2 Modelle dazu. Ja, hier haben wir einmal ein Pullover kombiniert mit Clarissa, mit dieser schönen Mohnblüte. Kann man aber auch wunderbar Dunkelrotton nehmen. Also da passt wirklich ganz viel. Oder in Grüntönen arbeiten. Finde ich auch total cool, das mal als Kapuze einzusetzen und hier den Hauptstoff zu verwenden. Jetzt ist der Wunde. Und hier haben wir auch nochmal ein sehr schönes Modell, wo hier die Rüsche eingearbeitet wurde. Also die Farben sind auch alle wieder total schön gedeckt, nicht zu knallig. Und man kann hier auch von unserem Artikel Clarissa ganz viele Farben verwenden. Jetzt kommen wir zu den Designs von Käselotti. Liebe Grüße an dich, Katrin. Wir starten mit dem Artikel Big Potato, eine viskose Webware. Wieder die leichte 120 Gramm Ware. Hier auf dunkelblau mit rosa, dunkelblau ocker und Ockercreme. Hier ist der Liefertermin der September. Und wir zeigen ein sehr schönes Kleid. Genau, einmal hier diese dunkelblau-ocker-Variante. Und da sieht man einfach, dass man da mit dem Design auch sehr gut spielen kann. Diese unregelmäßigen Punkte. Und ja, die Viskose fällt wieder sehr, sehr schön. Ja. Also ein ganz tolles Das Design ist auch total klasse. Ja, absolut.
So, dann geht es weiter mit Artikel Little Big, ebenfalls von Käselotti. Und zwar einmal die Punkte gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal auf cremefarbenen Untergrund mit diesen bunten Punkten in Ocker, in Senf, in Grau und dieses Rosé. Und hier einmal auf einem ganz tief dunkelblau. Hier auch wieder Terrakotta, Senf, Grau und dieses Aprikot. Und aus dieser dunklen Variante hat Pauline einmal ein Modell. Ja, hier haben wir einen Hoodie und ich finde diesen Stoff total, oder dieses Design total cool für Hoodies, weil es wirkt also überhaupt nicht zu viel oder zu bunt. Und ich finde auch dieses Schnittmuster, dass die Tasche hier einmal schräg rüberläuft und die Lasche der Tasche auch nicht symmetrisch angebracht wurde. Und man sieht das erst auf den zweiten Blick, weil das Design so cool ist. Jetzt geht es weiter mit den Designs von Käselotti. Hier ein Baumwoll-Jersey, Liefertermin ist der September. Haben wir in 2 verschiedenen Farben da. Ich zeige jetzt erst einmal die cremefarbene Variante. Also das ist die Farbnummer für die Creme-Variante. Und jetzt muss ich mich groß machen. Oh, ist schon ein Bild. Das ist ein Regenbogen, der sich komplett einmal über die ganze Breite schlängelt. Und man kann total viele coole Sachen mitmachen. Das zeigen wir gleich noch. Matthias hat in der cremefarbenen Variante auch ein Modell da. Genau. Aber ich zeige jetzt noch einmal schnell die Farbnummer für die graue Variante. Hier ist die Farbnummer der grauen Variante. Jetzt einmal hier 10183 und das ist die graue Variante. Schlängelt sich einmal durch und wir haben ein Modell da, was der Matthias eben zeigt. Genau, auch da, das ist jetzt einmal diese Creme oder der Cremefarben im Untergrund und da sieht man einfach, wie schön man damit spielen kann. Also richtig fetzig gemacht. Pauline zeigt gleich nochmal ein paar andere Modelle, die in dem Lookbook zu finden sind. Also richtig fetzig gemacht. Also hier haben wir einmal dieses Kleid, was wir hier gerade sehen, und einmal ein Hoodie-Kleid, wo der Regenbogen quer rüberläuft. Und dort haben wir einmal ist unten angesetzt und natürlich auch für Männer. Finde ich auch sehr cool, einfach nur als Shirt zu tragen. Und hier haben wir, wo der Regenbogen einmal komplett verwendet wurde und es schräg unten zuläuft. Also richtig toll. Also man kann damit wirklich richtig gut spielen. Ja, absolut. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel von Käselotti, Artikel Great Fog. Der Artikel wird im September ausgeliefert, gibt es in 2 unterschiedlichen Farbstellungen. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey. Hier einmal grau im Untergrund mit den Sprenkeln und den Tupfen in Aprikot. Und dann gibt es noch einmal die dunkelblau im Untergrund mit den graufarbenen Sprenkeln. Das zeigen wir jetzt nochmal im Ganzen. Genau, Pauline zeigt jetzt einmal die graue Variante mit dem Aprikot, wo ihr jetzt auch im Hintergrund schon das Modell seht. Und hier einmal die dunkelblaue mit der grauen Variante mit den Punkten. Kein Panel ist ein All-Over. Und auch mit dem Design kann man wieder sehr, sehr schön spielen. Ja, du zeigst, wenn du magst, einmal das Modell. Ich mag. Du magst, sehr gut. Hier haben wir einmal das Kleid und man kann hier wunderbar mitspielen, wie der Matthias das schon gesagt hat. Einmal wurde hier der rosa Teil eingesetzt. Ja, und man kann es aber auch, das wollte ich auch noch mal eben zeigen,
für kleine Sachen verwenden. Also hier ist einmal, das blendet ein bisschen, das als Pullover. Ne? Und hier sieht man einmal, dass hier der Bereich freigelassen wurde und sich dann links und rechts die Punkte befinden. Der nächste Artikel von Käselotti ist Mega Shapes. Sind großflächige, durchbrochene Flächen. Hier einmal in Anthrazit und Hellgrau. Liefertermin der September ist ein Modal French Terry. Das zeigen wir alles gleich nochmal genau. Dann einmal Naturbunt und Dunkelblau bunt. Und jetzt zeigen wir einmal genau, wie es aussieht. Auch kein Panel, sondern ein All-Over. Das ist dunkelblau bunt. Einfach an 99597. Genau, das ist auch die Farbstellung mit dem Modell, was ihr hier schon im Hintergrund seht. Dann einmal diese Farbstellung, cremefarbener Untergrund. Wie gesagt, ist kein Panel, läuft auch ineinander über. Und finde ich auch, kann man auch sehr, sehr gut mit spielen, ob für Männer, für Frauen. Ja. Also richtig cool. Und hier einmal Anthrazit hellgrau. Genau, und hier vorne haben wir einmal auf diesem anthrazitfarbenen Untergrund dieses Modell, diesen Hoodie. Und ja, richtig fetzig gemacht. So, dann kommen wir zu Artikel Skate. Skate ist von Lücklick Design. Das Ganze ist ein French Terry. Gibt es in 2 Farbstellungen. Hier ist einmal ein Panel. Lass es jetzt hier so mal liegen für die Farbnummer. Der Artikel wird im September ausgeliefert. Das Panel zeigen wir euch gleich nochmal im Ganzen. Und es gibt dann auch Kombistoffe dazu. Man kann die natürlich auch einzeln verwenden, aber generell auch, dass man was zum Kombinieren hat. Es sind 3 unterschiedliche Designs. Einmal hier dieses Skater-Design auf mintfarbenem Untergrund. Dann einmal dieser Schriftzug Skate und einmal die Karos. Hier zeigen Pauline und ich jetzt einmal das Modell dazu in dieser Farbstellung. Das ist schon verdeckt. Also, genau, hier haben wir einmal das Modell. Wollen wir einmal das Panel das Panel. Genau. Von Pauline zu mir ist die Stoffbreite. Ich habe hier einmal das Hauptmotiv. Die andere Seite läuft dann so ein bisschen gesprenkelt aus. Und das Coole ist hier, dass hier einmal dieser Streifen lang läuft. Pauline zeigt es jetzt nochmal, aber das kann man wirklich super als Bündchen oder zum Abschluss verwenden. Also ja, mal ein bisschen was anderes. Das Ganze auch. Und Pauline zeigt dann auch nochmal, wie perfekt die anderen 3 Stoffe dazu passen. Ja, also man sieht es ja hier schon. Man kann die 3 Stoffe total toll dazu kombinieren. Und hier ist das Modell. Und hier unten sieht man auch den Abschluss. Das wurde aus diesem Streifen gemacht, doppelt genommen und als Bündchen unten herangenäht. Und hier einmal die Jacke dazu kombiniert, so den Panel. Also man kann wirklich alles total cool untereinander kombinieren und es sind richtig tolle Farben. So, dann kommen wir zur zweiten Farbstellung. Die ist dunkelblau. Hier sieht man auch wieder den Streifen, den man perfekt zum Kombinieren oder zum Abschluss nehmen kann. Und dann auch die gleichen Designs wie gerade. Und zwar hier einmal auf diesem himmelblaufarbenen Untergrund mit den Skatern und dem Skateboard.
dann einmal der Schriftzug auf dunkelblau und dann hier dieser Schriftzug ist dann in Jeansblau. Und hier einmal die Karos. Und Pauline und ich zeigen jetzt nochmal das Modell dazu. Erstes Panel. Es ist Panel natürlich, ja klar. Das ist schnell. Genau, hier wie gesagt wieder der Streifen und dann hier das Panel und dann auch auf der anderen Seite läuft es dann halt so ein bisschen gesprenkelt aus. Ja. Ich kann halt auch noch mal sehen, wie toll man das auch als Kombistoff nehmen kann. Das sieht man auch hier an dem Modell. Hier wurde es einmal als Ärmel eingesetzt und als Ärmelbündchen die Streifen von dem Panel und als Mütze einmal der Schriftzug. Und hier in die Kapuze wurde auch nochmal das Karo-Design eingesetzt. Jetzt kommen wir zu den Designs von Thorsten Berger. Der Artikel Pinguinis. Hier haben wir 3 Paneele und 2 All-Over-Stoffe, die untereinander kombinierbar sind. Hier haben wir, also es ist ein French Terry, nicht, dass wir es vergessen zu erwähnen. Liefertermin ist der Oktober. Hier haben wir einmal die Pinguine in Rauchblau und Jeansblautönen und ein Muster in einer Strickoptik. Das waren die beiden All-Over. Jetzt kommen wir zu den 3 Paneelen. Das ist das erste Panel mit dem coolen Pinguin Keep Cool and Dance. Und auf der Rückseite einfach nur cool. Ich zeige es nochmal im Ganzen. Sehr, sehr schick gemacht. Das zweite Panel, diese Farbnummer. Panelhöhe ist immer 80 cm und das läuft dann so weiter. So. Genau, eine Menge Pinguine. Und hier haben wir auch einmal ein Modell dazu. Hier dann ganz witzig gemacht. Einmal der Kombistoff, den Pauline ganz am Anfang vorgestellt hat. Den kann man natürlich kombinieren. Man könnte auch die Ärmel daraus machen. Hier sind die jetzt, finde ich, auch total witzig. Auch aus den Pinguinen gemacht. Und die Seite läuft dann so weiter. Ja, die All-Over-Stoffe dazu. Genau. Und das dritte Panel hat diese Farbnummer und sieht so aus. Hui. Hier haben wir einmal diesen coolen Pinguin, der die Mütze im Gesicht hat. Noch einmal in klein. Das Ganze sieht dann so aus. Genau. Hier einmal, wie Pauline gerade schon gesagt hat, einmal mit dem Pinguin hier vorne und dann, da kann man natürlich auch auf der Rückseite an den verwenden. Genau, die Ärmel zum Beispiel aus dem hier dann. Also sehr fetzig gemacht. So, So, der letzte Artikel. genau, das ist Artikel Tierbeutel. Das Ganze ist ein Canvas. Wir haben diesen Artikel ja im letzten Jahr schon mal auf der Köln-Messe gezeigt mit 3 anderen Tieren. Das kam sehr, sehr gut an und deswegen haben wir uns, ja, oder Käselotti, neue Tiere überlegt und ja, freuen uns, dass wir euch heute 4 verschiedene andere Tiere zeigen können. Ich fange mal an mit dem Krokodil. Hier einmal für die Farbnummer. Wie gesagt, ist ein Baumwoll-Canvas, wird im Juni ausgeliefert. Panelhöhe bei allen Tieren gleich 80 cm. Und wir zeigen jetzt einmal das Panel. Genau, hier einmal das Krokodil von Pauline zu mir, wieder die Stoffbreite. Hier sind die 80 cm zu sehen. Wir zeigen euch gleich auch nochmal die genähten Sachen. Da freut Pauline sich schon drauf. Und der Link zur Anleitung steht wieder auf dem Stoff drauf gedruckt. Plakate gibt es wieder dazu. Ja.
Hier ist auch noch wieder was zum Applizieren. Genau. Und ja, es ist ein Turnbeutel, es ist ein Stofftier, ein Federmäppchen, also Brustbeutel. Genau. Also wieder Und natürlich der Rucksack nicht. Ach, Also ja, den darf natürlich. man natürlich nicht vergessen. das Hauptteil, genau. So, das war das Krokodil. Dann geht es weiter. Und zwar hier einmal die Farbnummer für den Biber. Auch den zeigen wir euch natürlich nochmal im Ganzen. Pauline steht schon bereit. Eigentlich brauchst du mich auch nicht. Noch geht's. Genau, hier steht auch wieder alles drauf und wir zeigen euch das Ganze aber gleich auch nochmal fertig verarbeitet. Dass man sich so vorstellen kann. Ja, genau. Jetzt wird es ein bisschen bunter. Und zwar, ja, hier kann man noch nichts erkennen, aber das hier ist Scheiße. einmal die Farbnummer für die Eule. Kannst du umschalten? Jawohl, perfekt. Genau, Pauline zeigt euch jetzt einmal die Eule. Ja, wieder schön farbenfroh. Und zum Applizieren haben wir hier wieder Kreise. Und dann kommen wir zum letzten Tier. Genau. Auch hier kann man noch nicht allzu viel erkennen, aber es ist eine Katze. Auch die zeigen wir euch jetzt nochmal anhand des Panels. Aber hier seht ihr einmal die Farbnummer. Pauline ist bereit. Einmal die Katze, schwarz-weiß. Und hier kann man sie wieder bunt aufpeppen, wenn man es möchte. Und jetzt kommen wir zu den genähten Sachen. Genau. Machst du bitte einmal die Kamera bereit? Jetzt. Genau, hier sieht man einmal die Katze. Oh, jetzt sind wir im Bild. Oh. Genau, hier einmal der Rucksack. Hier kann man natürlich wieder den Namen des Kindes draufschreiben. Dann einmal das Kuscheltier. Der Brustbeutel, auch hier wieder mit Namen versehen. Und einmal das Federmäppchen. Und da, ich stelle mir das einfach, also war ja im letzten Jahr auch schon so, wenn die Kinder dann zum Kindergarten gehen und haben dann diesen Rucksack hinten drauf, ist einfach. Wenn wir in einer Katzengruppe sind oder in einer Bibergruppe. Ja. Ja, dann müssen wir noch mal einen Marienkäfer machen. Ja. Aber das wird jetzt ja nichts mehr, weil dieses Jahr ist Einschulung. So, weiter geht's. Hier ist der Biber. Hier haben wir auch wieder das Feld, um den Namen einzutragen oder die Kindergartengruppe oder Schulklasse. Ich finde es aber nicht nur, also ich persönlich finde es mega cool, das können nicht nur Kinder tragen. Es ist auch was für Erwachsene, muss man ganz klar sagen. Doch. Also der Biber ist schon sehr, sehr cool. Hier haben wir das Kuscheltier, Brustbeutel und das Mäppchen. Und es wurde hier wirklich auf jedes Detail geachtet. Hier sieht man einmal den Biber und wenn man es umdreht, ist der Biber von hinten da. Ja, warte gleich mal das Krokodil ab. Ja. So, dann haben wir hier einmal das Krokodil. Genau, hier wieder mit der Möglichkeit, den Namen von dem Kind reinzuschreiben oder von dem Erwachsenen. Dann einmal das Krokodil. Ich drehe es mal um, auch von unten. Mega. Sensationell. Wäre wirklich richtig cool Ja, gemacht. es ist mega. Also diese Details sind richtig, richtig gut. Genau, einmal das Federmäppchen. Und, was habe ich vergessen? Der Brustbeutel. Wo ist er? Ach, der ist hier vorne. Ja, siehst du. Wollen wir gar nicht weg da. Und einmal den Brustbeutel. Ist, finde ich, auch wieder ein perfektes Kursthema. Ja, da kann man ja seine genähte Tasche dann mit benutzen. Ja. Das Panel rein und dann hat man immer alles dabei. Wenn man es an einem Kurstag nicht schafft, packt man alles wieder ein. Ja, absolut. Und dann kommen wir zur Eule. Schön bunt. Hier mit den Flügelchen. Und auch hier haben wir das Mäppchen, das Kuscheltier und den Brustbeutel.
So, packen wir alles wieder ein. Ordnung muss sein. Und jetzt halten wir sie nochmal in die Frontkamera. Ich mache einfach Wie das anfangen. jetzt einmal die Eule. Das Krokodil. Der coole Biber. Also richtig cool gemacht hier. Und einmal die Katze. Ja. Das war's auch schon wieder. Wir haben es geschafft. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn wir euch in Köln begrüßen dürfen vom 18. bis zum 20. März. Ja, wenn ihr Fragen, Wünsche habt, kommt vorbei. Wie gesagt, endlich wieder eine Messe und die Modelle sind dann ja alle da auch vor Ort zu sehen. Wenn ihr es jetzt nicht schafft, ihr habt keine Nachteile, ihr könnt auch online bestellen, ab dem 18. dann bis zum 27. Einige Artikel sind darüber hinaus noch zu bestellen, aber sonst 27. ist eigentlich so das Datum, was man sich am besten merken kann. Also bis dahin ist alles sicher und ja, wir freuen uns auf euch und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, an dieser Stelle noch einmal Danke an alle Probenäher. Die Schnitte der gezeigten Modelle haben wir natürlich wieder für Sie zusammengestellt und die Liste finden Sie wie immer auf unserer Internetseite. Ja, vielen, vielen Dank und jetzt kommt unser Highlight. Der ist wahr, ja, Absolut. Nee, das Highlight wird das ganz bestimmt nicht. Aber ist hoffentlich auch kein Off-Turn. Danke. Erstmal vielen Dank für euch oder an euch und an Sie. Und wie Sie gesehen haben, haben wir uns besonders viel Mühe gegeben mit dieser Messe 2022, weil wir froh, dankbar und erleichtert sind, dass wir das Ganze hoffentlich jetzt endgültig hinter uns gebracht haben. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns darauf, diese Kollektion live präsentieren zu dürfen und wünschen Ihnen jetzt viel Erfolg. Dankeschön. Viel Spaß. Ja, tschüss. Tschüss.